2025 haben wir 3 Panzerkampfwagen 5 Panther in verschiedenen Ausführungen von Kobi bekommen. Die Ausführung G, die Ausführung A und als Limited Edition die Ausführung D. Aber die Fragen der Fragen ist ja, welches ist nun der beste? Das versuchen wir heute objektiv herauszufinden. Willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, heute wird die Noppenklötzchen-Scheune zu einer Vergleichsscheune, denn wir vergleichen alle 3 Kobi Panther im Maßstab 1:28, die wir 2025 bekommen haben. Verschiedene Ausführungen, verschiedene Versionen. Wir müssen mal gucken, wie wir hier objektiv bleiben können, denn wir haben in diesen 3 Versionen eine Limited Edition. Trotzdem wollen wir einmal versuchen, diese 3 Sets objektiv gegenüber zu stellen. Und wir fangen an mit dem ersten Set, das es dieses Jahr gab. Das war auch gleich eine Limited Edition, nämlich das Kobi Set 2599, den Panzerkampfwagen 5, den Panther in der Ausführung D, Maßstab 1:28. Wie gesagt, Limited Edition. Hier müssen wir halt mit den Figuren und den Goodies etwas abwägen. Das Set bekommt ihr so bei Kobi wahrscheinlich nicht mehr, eher auf den Drittmarkt. Dann folgte der Pudel, der berühmte Panther aus dem Warschauer Aufstand, das Kobi Set 2655. Hier aber in einer 2:1 Version, heißt ihr konntet auch eine deutsche G-Version des Panthers bauen. Und zuletzt bei mir auch auf meinem Kanal, sowie alle 3 Fahrzeuge natürlich, die Ausführung A, das Kobi Set 2654. Diese 3 Sets schauen wir uns jetzt gleich einmal genauer an. Ihr bekommt alle Infokarten, ihr bekommt alle Detailbilder und dann vergleichen wir die Fahrzeuge hier auf meinen Bautisch. Freunde, ich lade euch ganz herzlich zu diesem kleinen Experiment auf meinem Kanal ein. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das Sonder-Kfz 171 bzw. den Kampfpanzerwagen 5 oder umgangssprachlich auch Panther genannt. Ich werde immer mal wieder zwischen diesen Begrifflichkeiten hin und her springen, denn ich finde es wirklich interessant, wie viele Namen deutsche Panzer im Laufe der Zeit bekommen haben oder auch von Anfang an hatten. Der Panzer 5 sollte der beste Allround-Kampfpanzer der Wehrmacht werden. Und das trotz des ersten katastrophalen Einsatzes in der großen Panzerschlacht um Kursk. Der Panther war als Antwort auf den sowjetischen T-34 geplant. Schräge Front- und Seitenpanzerung, große gute Kanone, starker Motor und breite Ketten. In besonders schwierigem Gelände verlieh ihm das besonders gute Beweglichkeit. Außerdem war das Fahrzeug aus relativ zahlreichen Einheiten vertreten, so dass viele Kämpfe gewonnen werden konnten. Die 3 schon erwähnten Merkmale, die der Panzer 5 als Erfahrung aus dem Aufeinandertreffen der Wehrmacht mit den sowjetischen Panzern wie den T-34 hatte, waren halt die großen Laufräger, die schräge Panzerung an allen Seiten sowie die überhängende Kanone. Eine überhängende Kanone wurde in der Vergangenheit der deutschen Panzerentwicklung immer abgelehnt, da man von einer eingeschränkten Beweglichkeit solcher Turm-Kanonen-Kombinationen ausging. Der erste Prototyp wurde im September 1942 fertig und vorgestellt und bekam gleich alleroberste Priorität, sodass die ersten Serienfahrzeuge 2 Monate später schon aus den Fertigungshallen rollten. Die Hersteller D-Mark, MAN, Daimler-Benz, Henschel und Sohn sowie die Maschinenfabrik Niedersachsen-Hannover stellten ab 1944 jeden Monat 330 Einheiten her. Die groß geplante Sommeroffensive der Wehrmacht in der Sowjetunion an der Ostfront wurde auch wegen dem Panther bis Juli 1943 verschoben, um genügend Einheiten dieser Fahrzeuge bereitstellen zu können. Wie ich im ersten Satz meines Textes schon angeteasert hatte, erwies sich dies aber als Nachteil. Die schnelle Entwicklung des Sonder-Kfz 171 brachte viele Verluste in der Schlacht um Kursk. Die Aufhängungen brachen, da sie viel zu schwach waren, die Ketten rissen und sogar die Maybach-Motoren fingen Feuer. Beim hier gebauten, verbesserten Modell in der Ausführung G
der ab März 1944 gebaut wurde, wurden die meisten dieser Fehler behoben. Hinzu kam auch eine neue Frontplatte mit Kugelmaschinengewehr sowie verbesserte Sichtgeräte für die Mannschaft und generell eine breitere Seitenpanzerung. Spätere Fahrzeuge bekamen sogar ein seiner Zeit weit voraus wahrendes Infrarotsichtgerät. Später wurde an den Rädern die Gummischicht gespart, um die knappen Ressourcen zu sparen. Der Panther rollte dann auf Laufrädern komplett aus Stahl an die Front. Der Panzer V umfasste ab Mitte 1944 die Hälfte aller Panzerdivisionen und wurde an allen Fronten eingesetzt. Interessant ist hier der Großeinsatz im Rahmen der Ardennen-Offensive, an dem 450 Fahrzeuge teilnahmen. Einige der Panzer sogar als amerikanische Panzerjäger getarnt, um maximale Verwirrung unter den alliierten Einheiten zu stiften. Insgesamt wurden fast 6000 Panther hergestellt. Die französische Armee nutzte den Panther nach dem Krieg bis teilweise 1949. Jetzt viel Spaß beim Review, meine lieben Freunde. An dieser Stelle kurzen Dank an alle Kanalmitglieder, die mich unterstützen, damit dieser Kanal noch wächst, und generell an alle Zuschauer, Abonnenten, an jeden Kommentarschreiber oder an jeden, der über den Blogstar redet. Danke, ihr seid die Geilsten. Ja, Freunde, da steht die Wahrheit auf dem Tisch. Unsere 3 Panther-Variationen im Maßstab 1:48 aus 2025. Unsere Limited Edition, die 2599, unseren Panther in der Ausführung D. Die 2654, den Panther in der Ausführung A. Und natürlich dann noch zum Schluss die 2655, unseren Panther in der Ausführung G, den Panzer V. In, wie gesagt, Maßstab 1:28 aus diesem aktuellen Jahr. Das ist mein erstes richtiges Vergleichsvideo und deswegen müssen wir ein bisschen hier schauen, welche Faktoren nehmen wir hier als Grundlage. Ich habe auf meinen Infokarten, die habt ihr schon gesehen, immer den Punkt des Teilepreises, also was kostet ein Kobi-Teil. Und auch seit neuestem immer so, was kosten denn 100 Gramm ausgehend von der UVP? Es wird jetzt hier ein bisschen schwierig, weil von diesen 3 Panther-Variationen kann man 2 schon nicht mehr kaufen. Die 2654 ist jetzt neulich erst EOL gegangen und die 2599, die Limited Edition, ist natürlich limitiert und deswegen auch bei Kobi nicht mehr verfügbar. Das heißt, wenn ihr euch für diese beiden Fahrzeuge entscheiden wollt nach meinem Video, dann müsst ihr auf den Drittmarkt gucken. Die 2655, unseren Pudel, unseren 2-in-1 Panzer, den bekommen wir aktuell noch bei Kobi. Gehen wir mal einmal die Punkte durch. Wir haben 3 verschiedene Fahrzeuge, 3 verschiedene Versionen. Ich habe es euch gesagt, von hier A, D, G. Wichtig hier für mich der historische Background. Die Ausführung D war die erste, deswegen haben wir hier ja die Limited Edition auch in der Mitte stehen. Von der wurden übrigens in Real ca. 842 Fahrzeuge gebaut. Dann die Ausführung A, von der 2192 ca. gebaut wurden. Und dann die Ausführung G, von der 2953 gebaut wurden circa. So nach den Quellen, die ich gefunden habe. Heißt, das Fahrzeug mit dem meisten Impact ist dann eigentlich die Ausführung G hier, unser Pudel, der ja auch von daher schon historisch sehr interessant ist, weil wir ja eine 2-in-1-Version haben und hier das Fahrzeug vom Warschauer Aufstand bauen können. Die Farbe Ra dunkelgelb ganz rechts ist auch so, wie es sie ja gab, so ähnlich. Nimmt mich jetzt hier nicht auf die genauen Partikel, nuancenmäßig, legt mich da nicht fest, aber auch kein ausgedachter Tarn, kein ausgedachtes Druckbild, wie wir das bei anderen Kobi Panther Versionen kennen. Zum Beispiel hier unsere 2713 Maßstab 1:48 in diesem Tan, in diesem sandfarbenen Bereich, der ja so eigentlich ja nicht da war. Und dann haben wir auch das Fahrzeug, was damals, als es erschienen ist, für sehr viel Aufregung gesorgt hat, nämlich hier die 2565, der Panzer in der Ausführung G aus der Limited Edition damals. Das Fahrzeug, was viele aufschreien lassen hat, wie konnte man nur so ein klobiges, kantiges Fahrzeug auf den Markt bringen. Das hat Kobi, und das kann ich euch schon sagen, jetzt natürlich besser gemacht. Ich bin ein Riesenfan dieser 3 Fahrzeuge, sonst hätte ich mir die nicht gekauft, denn
der Kaufpreis ist ja auch ein Faktor. 99 Euro, 109,99 € und 99 Euro. Wobei das 99 ist falsch, 99,99 €, 109,99 € und 99,99 €. Wobei das auch hier nicht mehr stimmt. Man bekommt den Pudel jetzt bei Kobi für roundabout 92 Euro. Und auch, dass dieses Fahrzeug jetzt hier EOL gegangen ist, ganz links, heißt ja nicht, dass ihr es nicht noch bei Händlern bekommt. Die Limited Edition, das wird eher schwer, es sei denn, ihr habt Händler, die Limited Editions beziehen und dann an euch verkaufen. 3 Fakten, die überall gleich sind. Jedes Fahrzeug hat um die 3,5 Stunden Bauzeit bei mir gebraucht und jedes Fahrzeug kostet auf den Cent runtergebrochen und dann aufgerundet 9 Cent. Das Fahrzeug habe ich natürlich im Frühbucherrabatt gekauft. Es hat mehr Teile, unsere Limited Edition. Hat auch, sehen wir ja hier, mehr Minifiguren. Deswegen kommen wir trotz der 109,99 €, boah, ist das schwierig, auf den gleichen Centpreis wie bei allen anderen 3 Fahrzeugen auch. Also 9 an der Zahl. Und auch, wenn ich runterbreche und dann aufrunde auf 100 Gramm, was kosten 100 Gramm von diesen 3 Fahrzeugen, sind wir auch immer bei 7,69, 7,80. Also wir liegen immer zwischen 7 und 8 Euro bei allen 3 Fahrzeugen. So können wir also gar nicht herangehen, ganz genau, welches ist denn jetzt hier objektiv das beste Fahrzeug. Ich habe mir dann gedacht, zählen wir doch mal die Drucke. Welches dieser 3 Fahrzeuge hat denn mehr Drucke? Und da haben wir bei der Ausführung A 27 Drucke. Ich habe den Motor jetzt mal außen vor gelassen. Wir haben bei der Ausführung D 30 Drucke, also dieses Fahrzeug hat mehr Drucke, man sieht es auch schon ein bisschen hier an diesem Panther-Symbol zum Beispiel. Und dann kommen wir zur Ausführung G, den Pudel, und der hat auch 27 Drucke, aber da das Fahrzeug hier ja in einer 2:1 Version, also Deutsch oder Polnisch gebaut werden kann, haben wir hier eigentlich die meisten Drucke. Also können wir Drucke so nicht so richtig auch vielleicht zur Rande ziehen, außer dass wir hier ganz klar sagen müssen, der Pudel hat die meisten, weil wir noch 2 Versionen bauen können, aber auf das einzelne Fahrzeug runtergebrochen wäre es dann die Limited Edition. Gucken wir uns die Figuren an, dann haben wir bei der Ausführung A eine Standard-Tanker-Figur. Ich nenne sie mal Standard, weil wir sie in der Limited Edition auch drauf haben. Oh, na, dieser Herr ist aber nicht nach Vorschrift gekleidet. So, da haben wir ihn. Graues Hemd und Kanister und dann ein Schiffchen. Diese Figur haben wir auch in der Limited Edition. Die gleiche nochmal. Da. Aber in der Limited Edition haben wir eine Figur, die mir richtig gut gefällt. Habe ich damals auch beim Review hervorgehoben. Das ist nämlich hier unser Feldjäger. Den hatten wir so noch nicht bei Kobi. Unseren Kettenhund, da sehen wir es auch an den orangen Markierungen, beziehungsweise hier an seiner Kette, an seinem Sichelemblem hier. Die Feldgendarmerie. Das ist ein Highlight in diesem Set, sowie natürlich dann den Tanker hier in diesen gesprenkelten bzw. Splittertarn mit Zigarette im Mund. Der verwegene Panzerkommandant. Und darf natürlich nicht fehlen das Hundi, den wir auch dabei haben. Bei der Ausführung G haben wir den polnischen Aufständischen, weil wir ja 2 in 1 bauen können, hier auch mit so einem späten Wehrmacht-Splittertarn, dann natürlich mit der polnischen Flagge übertüncht und den polnischen Barett und natürlich dann einen für die deutsche Version ganz normalen schwarzen in der Panzeruniform mit rosa Litzen versehenen Panzersoldaten mit MP40. Also figurentechnisch ganz klar die Limited Edition. Bei der Ausführung A haben wir nur eine Figur, bei der Ausführung G haben wir 2 Figuren. Somit wird es auch immer schwieriger zu sagen, welches ist jetzt das beste Fahrzeug. Also wir haben Preis-Leistungs-Verhältnis, also Preis zu Gewicht und von den Steinen her sind wir überall gleich. Einfach dadurch, dass wir hier halt unterschiedliche Teileanzahlen haben. 1152, 1285 und 1133. Also wo gewichten wir jetzt, welches Fahrzeug das Beste ist?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, komme ich nämlich eigentlich an meine Grenze. Dieses Video sollte ein erster Versuch sein, wie packen wir es an? Wie könnte man objektiv so welche Fahrzeuge vergleichen? Ich habe es euch jetzt schon gesagt, um es runterzubrechen, wiederholen wir nochmal. Also, listen and repeat. Anzahl Drucke, eigentlich hier die Ausführung G, weil wir eine 2 in 1 Version haben. Sonst ganz klar die Limited Edition. Figuren, Ausführung A nur eine, Limited Edition 3 plus Hundi, plus sogar noch hier Gedöns dazu. Bei der Ausführung G 2, einen polnischen und einen, also einen polnischen Aufständischen und einen deutschen Soldaten. Ist auch schwierig. Teileanzahl auf den Preis runtergebrochen, 9 Cent pro Teil, Gewicht 100 Gramm, zwischen 7 und 8 Euro. Heißt also am Ende des Tages, wir können hier gar nicht wirklich sagen, welches ist das beste Fahrzeug. Ganz klar ist der Pudel die einzige Version, die wir gerade aktuell noch bekommen. Und für alle die, die sagen, ich kann mit polnischer Geschichte gar nicht so anfangen, wobei der Aufstand in Warschau ja eigentlich auch ein Teil der deutschen Geschichte ist, aber für alle, die sagen so, nee, das gefällt mir nicht, die können das Fahrzeug ja auch in der deutschen Lackierung bauen und haben damit einen, ja, oder den Panther, der am meisten gebaut wurde, in der senfgelben Lackierung. Also müsste man eigentlich objektiv sagen, das Fahrzeug ist das einzige, was wir noch bekommen aktuell bei Kobi. Es sei denn, wie gesagt, Händler haben noch Bestände. Das Fahrzeug können wir auch in Deutsch bauen. Das Fahrzeug hat 2 Figuren. Das Fahrzeug kostet sonst gleich wie alle anderen auch. Und bei Kobi jetzt gerade sogar vergünstigt zu haben. Also müsste man eigentlich objektiv sagen, hier die Version ist die beste, die Ausführung G, unsere 2655. Aber die Limited Edition, obwohl sie anfangs 109,99 € gekostet hat, wartet mit mehr Figuren auf, mit einer ganz besonderen Figur, mit einem Hundi, mit dem Zertifikat, mit dem gelaserten Typenschild und mehr Drucken. Also müsste man sagen, hey, es egalisiert sich, die Limited Edition ist die beste Variante. Dann könnte man aber auch wiederum sagen, ja, aber die Ausführung A hat das viel schönere Muster, denn wir haben hier gebautes Tarnmuster dreifarbig. Dreifarbig, zweifarbig, einfarbig. Also so seht ihr schon, gibt es eigentlich ein Dilemma, wie definiert man Objektivität. Schreibt mir bitte mal gerne eure Kritikpunkte, wenn ihr meint, hey, nee, Bloxy, eigentlich, das muss man an den und den Parametern festhalten können. Schreibt mir die gerne mal unten in die Kommentare. Dieses Video ist ein Versuch, Sets zu vergleichen. Ihr seht, es ist relativ schwierig, aber ich höre gerne auf euch. Schreibt mir in die Kommentare, wie könnte man denn für die Zukunft sagen, hey, diese Parameter sind die, an denen wir vergleichen, welches Fahrzeug bei 3 identischen oder 3 ähnlichen das gleiche ist. Wir haben bei Kobi ja oft das Dilemma, wir haben die Tiger im 1:35, wir haben die Tiger in 1:28, wir haben diverse Panzer 4 Derivate. Also es wäre echt cool, wenn wir hier zusammen als Community vielleicht einen Nenner finden, einen Maßstab, welches Fahrzeug ist das Beste. Ich halte euch jetzt alle 3 in die Kamera und dann dürft ihr entscheiden, welches Fahrzeug ist objektiv das Beste. Ich habe halt, wie gesagt, mit diesem Video versucht, wie bekommen wir es hin, und es ist gar nicht so einfach. Natürlich haben wir bautechnisch Unterschiede ein bisschen, weil die Varianten hier etwas anders sind. Die Ausführung A und die Ausführung D unterscheiden sich ja jetzt optisch hier nicht großartig anders, außer wenn wir hinten natürlich in die Abgasanlage uns vertiefen. Da ist die bei der Ausführung A natürlich anders, weil wir hier diese berühmten, ja, 3 Rohre haben. Sonst farbtechnisch haben wir halt diesen Dreifarbtarn. Eigentlich ein schönes Highlight ist, dass wir hier diesen bedruckten Werkzeugkasten haben. Wir haben hier vorne 3 Okulare, so nenne ich es mal, zum Rausschauen, 3 Visiere. Und dann haben wir, wie gesagt, diesen Dreifach-Tarn im Turm selber hier, da ändert sich nichts, und auch im Fahrzeuginneren ändert sich nichts. Wir sehen diese Torsionsstäbe, das ist Standard, wenn wir davon ausgehen, was Kobi uns hier liefert. Und innen drin im Motorraum ist es überall gleich, zeige ich euch gleich. Das ist übrigens hier der Motor, den wir im Pudel haben. Den habe ich mal rausgenommen, stellvertretend für die 3 Motoren, die verbaut sind.
Die Typenschilder der Limited, ich habe es euch gesagt, und das Beiwerk Stacheldraht bei Limited Edition ist bei Kobi ja Standard. Die Figur packen wir mal zur Seite, denn wir wollen das Fahrzeug uns angucken. Wir haben hier vorne, ihr seht es, 1, 2, 3, 4 Mal Okulare. Wir haben 2 Scheinwerfer. Wir haben sogar hier so ein Ölband, was wahrscheinlich ein Abriebseil darstellen soll von Kobi. Wir haben die Kette, wir haben die Mehrdrucke, habe ich euch gesagt, die Abgasanlage, die anders ist, dieser ganze Tarnkladderadatsch. Das bietet natürlich dann den Grund, warum wir sagen, ey, wir haben hier viel mehr Teile drin. Und sonst innen drin bleibt das Fahrzeug halt auch gleich, habe ich euch gesagt. Und auch im Turm ist es gleich. Also am Fahrzeug hier selber haben wir mehr Accessoires, mehr Zubehör, möchte ich es mal nennen. Sonst im Kern bleibt es gleich. Während wir dann aber bei der Ausführung G, ich schiebe mal alles zur Seite, erstmal finde ich das Fahrzeug haben, das für mich am besten fährt. Dann die Möglichkeit der 2-in-1-Version und andere Bautechniken. Wir haben es hier etwas runder gehalten. Wir haben keine Schürzen. Wir haben dieses dreieckförmige hier an der Seite. Und hinten halt auch die Abgasanlage dann so ähnlich, wie wir sie schon kennen. Wie gesagt, Senfgelb muss nicht jeder mögen. Übrigens hier so eine kleine Schwäche, die diese ganzen Fahrzeuge haben bei Kobi, die Panther, dass die Rohre alle so ein bisschen, hier geht es, aber bei der Ausführung D ist es auch, dass es langsam runter sackt. Das hier ist das labbrigste, die Ausführung G. Wir haben bei der Ausführung G hier oben einen MG noch so als Standard drin und sonst habe ich euch gerade gesagt, den Motor, der bei allen 3 Fahrzeugen mit dabei ist, der hier hinten steckt, den wir so ein bisschen über die Boing, mach ich's Rohr kaputt, über die Motorklappe rausholen können. Und da sieht es überall in allen 3 Fahrzeugen gleich aus. Deswegen schwierig hier festzustellen, welches Fahrzeug ist das Beste. Objektiv gesehen. Reviews sollen objektiv sein. Bei mir, Freunde, geht das gar nicht so richtig. Es ist immer etwas subjektiv, weil ich mich oft von den Bautechniken anstecken lasse. Ich lasse mich sehr oft, das ist nun mal Sinn und Zweck auch meines Kanals, von den historischen Gegebenheiten anstecken. Dann die Hintergründe, wenn es eine bestimmte Minifigur gibt, so wie jetzt hier unseren Feldgendarm. Oder historische Varianten, wie jetzt hier unseren Pudel mit polnischen Aufständischen, beziehungsweise der Möglichkeit, das in ein deutsches Fahrzeug umzubauen. Wenn ich jetzt wirklich hier mich festlegen muss, würde wirklich sagen, dass der Pudel das Fahrzeug ist meiner Wahl, anhand der Parameter, die ich euch genannt habe. Es ist jetzt das günstigste bei Kobi reduziert. Ich habe die Möglichkeit, 2 Versionen zu bauen. Ich habe relativ viele Drucke dadurch und ich habe 2 Figuren im Vergleich zu anderen Versionen. Die Ausführung A, die Standardversion, die es bis dato gab. Also müsste ich jetzt sagen, der Pudel, wobei die Limited Edition hier für mich eigentlich top-notch sein sollte, aufgrund der Figuren. Aber ich habe es offen gelassen, Freunde. Wir müssen drüber reden, welches ist die beste Variante, um festzustellen, wie kann man Fahrzeuge, die ähnlich sind, hier ehrlich, objektiv reviewen. Oder ihr sagt, nö Bloxy, wir wollen das gar nicht so richtig objektiv. Das geht gar nicht. Wir wollen hier auch deine Meinung hören. Wie sagst du, wäre das beste Fahrzeug einzuordnen? Definier du es. Lass uns das so gemeinsam machen. Wir als Community sagen, mach das subjektiv, denn anders geht es gar nicht. Oder sagt ihr, hey, nee, diese Version ist doch die bessere. Dann schreibt mir es auch gerne in die Kommentare, wobei ich es nicht glauben kann. Und ihr seht auch schon hier, da fällt mir sogar schon eine Schürze ab. Und ich merke auch, abstauben könnte ich dieses Ding auch mal. Es war mal eine Limited Edition, muss man ja auch ehrlich sagen. Das war mal eine Limited Edition, gut, etwas günstiger. Aber im Vergleich, glaube ich, ist uns allen das klar. Also, ein schwieriges Video, was ich mir eigentlich konzeptioneller
etwas geradliniger dachte, aber während ich hier mit euch drehe, während ich das Video schneide, während ich hier die Fakten nochmal rausgesucht habe, festgestellt habe, so easy ein objektives Vergleichsvideo zu machen, geht gar nicht. Ohne dass ich mich A verbiegen müsste und ohne dass ich euch Quatsch erzähle und ohne dass ich mir irgendetwas an den Haaren herbeiziehe, um hier nur irgendetwas euch darstellen zu können. Deswegen ist das Fragezeichen auf dem Thumbnail eigentlich das einzig Objektive, was ich euch bei diesem Review bieten kann, liebe Freunde. Ja, das waren die 3 Fahrzeuge nochmal in einen genaueren Vergleich. Und jetzt schauen wir uns im Abschluss in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als ich eine Antwort habe. Welches ist jetzt hier objektiv der beste Panther 2025? Der eine mag es gerne bunt, in 3 Farbtarnen. Dem reicht eine Minifigur. Der andere braucht viel drumherum. Er braucht 3 Minifiguren und einen Hundi. Dann ist die Ausführung D hier die Qual der Wahl. Andere sagen auch wiederum, nö, G interessiert mich historisch viel mehr. Und ich habe ja auch hier viel mehr Drucke. Und 2 Figuren zum Preis von einer Minifigur. Ihr seht, so ganz richtig objektiv hier konnte ich in diesem Video einfach nicht herangehen. Wenn ihr aber sagt, nee, Bloxy, das ist doch ganz einfach, wir einigen uns auf den Preis pro Cent, dann werde ich euch das nächste Mal auch hier wirklich auf die Nachkommastellen genau sagen, welches Fahrzeug das Beste ist. Wenn ihr sagt, nee, Bloxy, wir wollen gar keine Minifiguren, die sind uns auch Latte, können wir es auch rausstreichen. Und wenn ihr sagt, Drucke, ist uns auch egal, nehmen wir es auch raus. Deswegen ja dieses Video, dieses Fragezeichen, wie wollen wir so 3 Fahrzeuge, die eigentlich gleich sind und doch so unterschiedlich, in Zukunft gerne vergleichen? Lasst es mich gerne bitte in die Kommentare wissen oder schreibt es mir bei Insta, TikTok oder wo auch immer. Ich bin ja immer offen für eure Kontaktanfragen oder wir sehen uns auf dem Discord. Lasst es mich also gerne wissen. In diesem Sinne, Freunde, gebe ich euch das gerne mit als Hausaufgabe. Freut euch auf das nächste Video. Das wird dann wieder ein klassisches Review sein, aber solche Vergleiche wird es in Zukunft öfter geben. In diesem Sinne, 3 Fahrzeuge, sogar ein 4., ein altes als Referenzfahrzeug. Das heißt, wie immer, eine gute Fahrt, denn ein Panzer ist auch nur ein Auto. Euer Freund, der Blockstar.